Willkommen in der Klassikstadt Frankfurt. Eigentlich bin ich heute für eine ganz andere Geschichte hier, aber jetzt hat mir gerade Fiat die Möglichkeit gegeben, den neuen Abarth 595 SES zu fahren. Und ich habe mir gedacht, da bringe ich doch einfach mal ein schnelles, kurzes Review mit. Natürlich finde ich im Innenraum vom Abarth, genauso wie beim Fiat 500, reichlich Kunststoff. Aber der Innenraum wurde trotzdem aufgewertet. Und so habe ich hier zum Beispiel Nappa-Leder am Lenkrad, auch das Lenkrad mit Carbon-Einsätzen. Und ich habe hier über dem Cockpit ebenfalls Nappa-Bezug. Und ein ganz wichtiges Thema hier im Auto ist ganz klar das Thema Sitze. Denn ich habe hier Vollschalensitze und zwar mit einer Carbonschale. Sieht gerade von hinten richtig klasse aus. Von vorne kann ich nur sagen, richtig viel Seitenhalt, eigentlich noch recht bequem. Und natürlich gibt es auch hier wieder den Abarth-Schriftzug. Ich habe jetzt mal kurz angehalten, um mal einen Blick auf das Exterieurdesign vom 595 SES zu werfen. Und was natürlich an der Front sofort auffällt, klar, wir haben den Abarth Frontstoßfänger mit dem großen Abarth Logo am Fahrzeug. Ganz wichtig hier bei unserem SES, wir haben hier unten eine weiße Frontspoilerlippe. Außerdem wichtig beim Fahrzeug zur Serienausstattung gehören Bi-Xenon-Scheinwerfer. Und wenn wir auf die Seite gehen, was hier sofort auffällt, das sind zum einen die weißen 17 Zoll Sportfelgen. Finde ich persönlich ein sehr schönes Detail. Natürlich auch hier wieder mit dem Abarth-Logo. Außerdem wichtig, wir haben das Kit Aesthetico mit an Bord. Das heißt, wir haben hier die weißen Kappen für die Rückspiegel und den Abarth-Schriftzug auf der Seite. Wichtig, diese Rückspiegelkappen gibt es optional auch in Schwarz, Rot oder Grau. Und zum Paket gehört ebenfalls dazu ab der B-Säule abgedunkelte Seitenscheiben. Außerdem ganz wichtig hier an der Seite das 70 Jahre Badge und natürlich der Schriftzug 595. Wenn wir uns hier im Abarth umschauen und das Thema Sportlichkeit sehen wollen, dann haben wir das zum Beispiel hier vorne im Cockpit. Denn ich habe eine normale Cockpit-Ansicht, aber ich habe daneben noch ein kleines Zusatzinstrument, das gibt es sonst nicht. Und das zeigt mir den Ladedruck an vom Fahrzeug. Und ganz wichtig, ich habe hier eine Taste, die heißt Sport. Und wenn ich da drauf drücke, wird der Abarth nicht nur lauter und straffer, sondern ich habe auch eine komplett neue Cockpit-Ansicht mit einem großen Drehzahlmesser in der Mitte und der Geschwindigkeitsanzeige. Und übrigens wird dann hier noch bei dem Ladedruckanzeiger auch noch das Wort Sport eingeblendet, damit ich es ja nicht vergesse. Aber eigentlich kann das nicht passieren, denn man hört's und man merkt's. Serienmäßig hat der Abarth übrigens mit an Bord ein 7 Zoll Touchscreen Infotainment-System hier und das hat außerdem auch noch gleich Apple CarPlay und Android Auto zur Verfügung, sodass ich hier völlig problemlos per USB meine Mobilgeräte mit dem Fahrzeug verbinden und nutzen kann. Am Heck angekommen, ganz wichtiger Hinweis noch, dieses Grau hier, das gibt es nur für den SES. Und natürlich darf am Heck auch nicht fehlen die abgedunkelte Heckscheibe und ganz wichtig der große Dachkantenspoiler, der übrigens gerade in der Seitenansicht dem Auto so eine ganz besondere Form verleiht. Dann ganz wichtig natürlich der Schriftzug 595 und der Hinweis SES. Da seht ihr es nochmal, da könnt ihr es nachlesen quasi. Wenn wir jetzt weiter runter gehen, dann haben wir hier nicht nur auch wieder einen anderen Stoßfänger mit dieser weißen integrierten Lippe, sondern wir haben auch eine deutlich sportlichere Optik, einfach einen fetteren Hintern, unter anderem dank des großen Diffusors und ganz wichtig der zweiflutigen Akrapovic Auspuffanlage, die auf Wunsch richtig Radau macht. Eine Sache, die den Kollegen von Abarth richtig gut gelungen ist, finde ich, ist die Abstimmung zwischen Motor und Getriebe. Denn das macht richtig Spaß. Der Wagen schaltet schön sauber und präzise und gibt einfach in jedem Gang so viel Leistung ab, wenn ich es will, dass es richtig Spaß macht. Und ich kann ihn drehen bis zu 6.500 Umdrehungen. Damit läuft er allein im zweiten Gang schon ganz knapp unter 100. Das ist ja der hochgezüchtete 1,4 Liter Benziner unseres Abarth 595 SES und der liefert stattliche 180 PS und das reicht hier bei unserem kleinen Flitzer für eine Höchstgeschwindigkeit von 225 km/h und den Sprint von 0 auf 100, den legt diese kleine Murmel hier in nur 6,7 Sekunden hin. Und damit er auch wieder zum Stehen kommt, hat er übrigens serienmäßig auch eine Brembo Bremsanlage mit an Bord. Eine Sache, die gefällt mir hier bei unserem
Abarth 595 SE überhaupt nicht, und das ist das Thema Lenkradposition. Denn hier gilt das gleiche wie bei jedem normalen Fiat 500. Ich kann das Lenkrad nur höhenverstellen, aber nicht näher zu mir ranziehen. Und das ist gerade für große Menschen echt suboptimal. Ich denke, wenn es mein Auto wäre, würde ich als allererstes mal schauen, ob es im Zubehör eine Möglichkeit gibt, da ein Distanzstück dazwischen zu setzen. Aber eigentlich kann man all die Dinge wie Ausstattung und Schick und so weiter völlig vergessen. Denn worauf es hier beim Abarth ankommt, ist das, wie er sich fährt. Und das, was beim Auto so krass ist, er ist klein und wie ihr sehen könnt, auch für mich eigentlich zu klein. Aber er macht eine Mörder-Gaudi, denn mit dem Motor ist man einfach super unterwegs und der liegt vor allen Dingen auch richtig klasse für so ein kleines Auto. Macht einfach richtig Spaß. So, jetzt bin ich wieder zurück hier in der Autostadt in Frankfurt von meiner kleinen Ausfahrt mit dem neuen Abarth 595 SE. Und eins vorweg, die kleine Kiste auf der Landstraße mit 180 PS macht richtig viel Spaß. Der geht einfach so gut, liegt so gut und macht so einen Mörderlärm, einfach nur gute Laune pur. Aber es gibt trotzdem zwei Sachen, die mich so ein bisschen stören. Das eine ist das Thema Lenkrad. Das Lenkrad selber super, aber die Position des Lenkrads, die kann ich einfach nicht nah genug zu mir ranziehen. Stört mich auch beim normalen Fiat 500 massiv. Und dann ist da noch der Preis, denn der SE kostet in der Basis 26.690 €, also kein Schnäppchen. Unser Testwagen hat noch ein paar Extras, wie zum Beispiel rote Gurte oder das Beats Audiosystem oder zum Beispiel die Antenne in der Seitenscheibe. Und dann liegen wir hier bei 28.700 €. Also wie ich finde, richtig viel Geld für so eine kleine Speed-Murmel, aber dafür großes Kino, wenn es um Fahrspaß geht. Und ich sag mal, wenn jemand so was Kleines, Spritziges sucht, das einfach mal anders daherkommt und wirklich puren Fahrspaß vermittelt, vielleicht ist er ja bereit, auch diesen Preis dafür zu zahlen.